Also ein großer Moment war sicher die Eröffnung der Schule, weil das ein Projekt ist, das wir jetzt seit 2,5, 3 Jahren verfolgen. Eigentlich direkt seit Beginn der Gründung von Kasauga. Und weil es ein sehr großes Projekt ist. Groß im Sinne des Effektes, den es hat. Und groß auch im Sinne des finanziellen Volumens. Wir schreiben uns als Kasauga ja auf die Fahnen, Bildung für junge Frauen liefern zu wollen, ein Zuhause liefern zu wollen. Und die Schule entspricht dem ersten Teil, nämlich der Bildung. Damit können wir sehr viel mehr als bisher junge Frauen, aber auch junge Männer zu autonomen Persönlichkeiten heranwachsen lassen und ihnen durch das sehr großzügige Bildungsangebot, was sie davor finden, eben die Möglichkeit geben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie kommen teilweise aus Familien, wo es an den Nötigsten fehlt, wo sie, wenn sie nach den Sommerferien zurückkommen, mit einem Gewichtsverlust von bis zu 5 Kilo zurückkommen, weil sie kein Essen haben. Sie werden von den beiden Schwestern liebevoll betreut und sie werden, und das ist mir besonders wichtig, auf eine Weise betreut, die ihnen neue Möglichkeiten öffnet, aber ihnen auch die Chance lässt, ihre indigene Kultur, die sie mitbringen, zu erhalten. Wir haben ein großes Team in mehreren Ländern und da mehrere Subteams. Wenn aber zwischen 2 Teams ein Atlantik dazwischen ist, dann braucht man irgendeine Brücke. Und diese Brücke ist Laura Morales, eine Kolumbianerin, die in Deutschland einen Studiengang speziell über NGOs studiert hat, eine Masterarbeit über Kasauga geschrieben hat. Und nun von uns die letzten 4 Monate angestellt war, um durch den Chocó zu reisen, dort als unsere Repräsentantin zu agieren und Ideen aufzunehmen, die dort in der Luft liegen, aber bisher nicht realisiert werden konnten. Und das hat, wie wir jetzt gesehen haben, sehr gut geklappt, weil Laura extrem nah an unsere Freunde in Kolumbien rangekommen ist und auch an viele, die wir noch nicht kannten, viele Leute kennengelernt hat, ein großes Netzwerk aufgebaut hat und mittlerweile zum Gesicht von Kasauga im Ismina im Chocó geworden ist. Es ist die Strategie von Kasauga, nur an einem Ort in einer Region zu wirken, was den großen Vorteil hat, dass man diese Region eben sehr gut kennt, dass man die Akteure gut kennt, dass man die Probleme einschätzen kann und dass man all die Probleme, die wir am Anfang ja auch hatten, in Zukunft eben nicht mehr hat, weil man die Region kennt. Und zweitens sind es die Menschen, die Kasauga ausmachen. Wir sehen ein großartiges ehrenamtliches Engagement, was unsere Spender nicht bezahlen. Klar wird sein, wir werden im Chocó arbeiten und wir werden uns auf die Frauenbildung konzentrieren, was nicht heißt, dass wir keine Angebote für Männer haben, aber das heißt, dass wir uns hauptsächlich um junge Frauen kümmern. Und das Portfolio in Zukunft soll so aussehen, dass wir 1, 2 große Projekte haben, Leuchtturmprojekte, und dass wir dann eine Vielzahl von kleineren Projekten haben. Das können auch einzelne Workshops sein, wo wir zum Beispiel über sexuelle Gesundheit aufklären oder Musikworkshops machen. Aber das sollen hauptsächlich Ideen sein, die eben aus dem Chocó kommen. Und wir werden jetzt in Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Kolumbien ausarbeiten, welche Ideen die besten sind.